vor 4 Jahren geplant und jetzt kommen sie hier in einem Tross schön aufgereiht zusammen an. 3 Monate zu spät. 45 Meter lang die neuen Fluggastbrücken für Terminal 3. Wahnsinn. Rein in die Baustelle. Verantwortlich für das Projekt Christian Belzer. Jetzt wird's spannend, ja. Jetzt können wir heben. Immer weiter. Rechts hebt sich die Brücke schon mal. Schön weiter. Der Aufbau kompliziert und Millimeterarbeit. Hier kommt ein Bolzen durch und hier oben sehen wir dann das Gegenstück dazu. Größtes Hindernis: das Wetter. Wir müssen den Wind abbestellen. Großbaustelle auf der Rollwegbrücke. Eine Brücke zu sanieren, das kommt, wenn man am Flughafen arbeitet, jetzt auch nicht so jeden Tag vor. Das ist dann schon mal auch eine Herausforderung. 2,5 Millionen Kilo Beton, 200 Tonnen Stahl und ein Problem: Dauerregen. Ich das noch sehe, wir wollen in 3 Wochen fertig sein. Wird knapp, knappe Kiste. Werden Sie das schaffen? Daumen drücken. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Fast 60 Millionen Passagiere meldet der Flughafen in diesem Jahr. Demnach ist er der 5. größte Europas und Nummer 6 weltweit. Der Flughafen wird ausgebaut. Die Fluggastzahlen werden weiter steigen. Gate A52. Ein Jumbo aus San Francisco, soeben gelandet. Die Passagiere müssen über Fluggastbrücken aussteigen, auch Rüssel genannt. Sie verbinden die Flieger mit dem Gebäude. 117 davon stehen am Terminal 1 und 2. Jetzt kommen noch 41 dazu am Terminal 3. Cargo City Süd. Wahnsinn. Ankunft der Schwertransporter mit den neuen Fluggastbrücken für Terminal 3. Leicht verspätet. 3 Monate zu spät, vor 4 Jahren geplant und jetzt kommen sie hier in einem Tross schön aufgereiht zusammen an. Der Mann, der hier meckert, sich aber gleichzeitig freut über seine verspätete Bestellung, heißt Christian Belzer. Seit 2018 ist er Projektleiter für Fluggastbrücken. Ich mache am Flughafen alle Planungen für Neubeschaffung, Sanierung und richtig großen Projekte an allen Fluggastbrücken. Also nicht nur Terminal 3 die Neubeschaffung, sondern allgemein. Jetzt auch wenn wir haben Anlagen drin, die Baujahr 91 sind, die müssen mal überholt werden. Das alles liegt dann bei mir. Die ganze Planung, Abwicklung, dergleichen. 5-mal ist er nach China gereist mit dem TÜV, um die Brücken abzunehmen, bevor sie verladen wurden. Deutsche Gründlichkeit ist auch in der Volksrepublik möglich. Arbeiten am Flughafen für ihn ein Jugendtraum. Wenig verwunderlich, dass er gleich nach seinem Schulabschluss hier landet. Mit 19 habe ich hier angefangen mit der Ausbildung zum Mechatroniker. Habe direkt nach der Ausbildung zum Mechatroniker meinen Techniker im Bereich Elektrotechnik draufgesetzt und habe in der Zwischenzeit in der Fluggastbrückenwerkstatt gearbeitet. Und quasi perfekt mit Ende meines Technikers hat der damalige Planer aufgehört und hat gesagt, Mensch Christian, hättest du da nicht Lust zu? Und hat mich zu dem Job überredet. Und dann bin ich wirklich noch vor der letzten Technikerprüfung auf die Stelle gerutscht, wo ich bis heute glücklich und zufrieden bin. Seit 45 Tagen sind die Brücken unterwegs. Gestartet in Hongkong, 11.000 Kilometer entfernt. Der Transport war nur per Schiff machbar. Wegen Terrorgefahr war die kürzere Strecke über den Suezkanal nicht möglich. Sie mussten einen Umweg fahren, südlich an Afrika vorbei, am Kap der Guten Hoffnung Richtung Rotterdam. Die letzten 500 Kilometer übernehmen Fernfahrer. Ja, wir müssen zusammenbleiben, gell? Wir dürfen keine Lücke lassen. Fahr mal langsam. Andreas und seine Kollegen dürfen nur nachts fahren, wenn weniger Verkehr ist. 2 Tage sind sie schon unterwegs. Andreas ist seit 37 Jahren Fernfahrer. Schön weiter. Am Flughafen war er noch nie. Schön weiter. Sein Truck ist so lang wie ein halbes Fußballfeld. Immer weiter. Kein Problem. Schön weiter.
Er kann vorne, auch hinten lenken. Das passt, ja, aber den Rest mache ich jetzt noch. Ja. Und noch ein Hindernis. Ein Fall für Christian Belzer. Da kommen wir nicht vorbei. Die Schilder müssen weg. Kinderleicht. Schwertransporter haben sie hier ständig. Freie Fahrt für die ersten 3 von 41 Fluggastbrücken. Vorneweg Andreas mit seinem 45 Meter langen Schwertransporter. Wir sind mit der Spedition die gesamte Strecke abgelaufen und haben uns angeschaut, was als Hindernisse im Weg sein könnte. Und scheint gut gepasst zu haben, die Begehung. Das Sicherheitstor an der Feuerwache 1. Die einzige Möglichkeit für die Giganten, Terminal 3 zu erreichen. Ja, wir würden das Tor an der Feuerwache 1 öffnen. Die Airport Security hat Fahrzeuge und Fahrer kontrolliert. Mike? Immer noch hier? Ja, wir können starten. Michael, bist du auch soweit? Oh, ich bin auch noch da, ich bin soweit, jo. Ja, dann wir starten. Fahren wir 4. Immer weiter. Wenn ich jetzt hinten rum, dann kannst du fahren. Hinten ist ja frei. Nummer 1 ist schon mal drin. So kann es weitergehen. Hat schon mal gepasst. Ab jetzt fahren sie auf dem Vorfeld weiter. Ja, das sieht man auch nicht alle Tage. Ja. Erst über die Straße, wo sonst Autos fahren. Dann auf den Rollweg. Wir fahren jetzt wirklich über die Rollwege, wo sonst nur die Flugzeuge rollen. Deshalb haben wir auch den Follow Me vorne wegfahren. Der funkt direkt mit dem Tower im Zweifel auch und alles. Der ist berechtigt, dort zu fahren und uns da lang zu lotsen. Sonst dürfte ich hier nicht lang fahren. Wie Flugzeuge folgen die Transporter der gelben Linie. Ein LKW wiegt doppelt so viel wie dieses Flugzeug. Über 80 Tonnen. Hier die nächste Reihe an blauen Lichtern ist dann schon hier Start-Landebahnsystem von uns. Deshalb sind die Follow-Me's auch so vorsichtig, weil wir relativ dicht dazu fahren, dass hier nichts schief geht und wir auf Strecken landen, wo wir nicht sein sollten. Landeanflug auf Terminal 3. Andreas wartet auf Christian Belzer. Der wird uns weiteres erzählen. Ihr fahrt hier rein, rechts rum, da ist so ein rot-weißes Flatterband. Da einfach durch. Alles klar, bleibt da erstmal durchfahren. stehen, das machen wir dann in Ruhe alles. Bleibt einfach durch. Okay. Der Projektleiter hat jedes Detail geplant. Den Standort der Trucks, der Krane, der Ware. Doch zuerst Rein in die Baustelle. damit ist der Ausflug aufs Vorfeld beendet. Ab jetzt stehen sie in der umzäunten Baustelle, gefangen wie Elefanten. Und Dompteur Belzer ist happy. LKWs sind schon mal in der Baustelle drin. Jetzt müssen wir gleich noch ein bisschen sortieren, gucken, wo welcher hin muss. Und dann können wir auf die Kräne warten und ab 6 Uhr hoffentlich abladen. Andreas und Kollegen gehen schlafen in ihren Kojen. Hier ist eh nichts los. Ein paar Kilometer entfernt und ein paar Stunden zuvor startet eine Großbaustelle. Die Rampe für den Rhein-Main 5.3. Rhein-Main 5.3.
Ja, der Rhein-Main 5-3 meldet sich an fürs Vorfeld und ist heute Nacht auf der Rollbrücke unterwegs, achtet selbstständig auf Rollverkehr. Für Axel Konrad beginnt in dieser Nacht eine spektakuläre Sanierung. Ja, wir nehmen heute Nacht die Rollbrücke außer Betrieb. Dafür müssen wir entsprechend, wie auf einer Autobahnbaustelle ist auch, ganz viele Schilder müssen wir abhängen, dass die Piloten wissen, dass sie da nicht mehr langrollen dürfen. Da müssen wir an ganz vielen Stellen gleichzeitig arbeiten, damit wir das zeitlich bis morgen früh hinbekommen. Und das wird eine sportliche Aktion heute Nacht. 2 Rollbrücken verbinden die Nordwestlandebahn mit dem Flughafengelände. Flieger, die auf der Landebahn Nordwest landen, rollen hier rüber. Und das hat in den Jahren deutliche Spuren hinterlassen. Deshalb wird die Rollbrücke Ost dicht gemacht. Der alte Beton hat Risse und bröckelt. Extrem gefährlich für Flugzeuge. Steine könnten Triebwerk, Fahrwerk und Rumpf beschädigen. Die Verschleißspuren sind noch das kleinste Problem für den Bauingenieur. Wir haben hier sogenannten Betonkrebs. Der Zement im Beton und die Kieselsteine, die haben miteinander reagiert und dadurch entstehen Risse im Beton. Das ist dann am Ende die Endfolge, das ist eine chemische Reaktion. Schuld an den Rissen ist nicht der Flugverkehr, sondern falsches Material, das vor 15 Jahren hier verbaut wurde, sagt Konrad. 4000 Quadratmeter brauchen jetzt neuen Beton. Für ihn die größte Baustelle des Jahres. In dieser Maserung sieht man, dass hier auch schon wieder Risse entstehen. Ja? Also wir haben hier schon die Risse, die wir schon gemacht haben. Und hier diese ganze Maserung, das wird irgendwann auch alles mal Risse geben. Das ist dieser Betonkrebs. Das Ganze ist sehr aufwendig. Wir müssen natürlich den Beton so abbrechen, dass die drunterliegende Konstruktion der Brücke nicht beschädigt wird. Ja? Unter der Rollbrücke Ost ist der Airportring. Zehntausende Autos täglich. Schutt und Steine dürfen nicht auf die Fahrbahn rieseln. Eine Brücke zu sanieren, das kommt, wenn man am Flughafen arbeitet, jetzt auch nicht so jeden Tag vor. Ne? Es ist keine Rollbahn, es ist keine Startbahn, es ist keine Landebahn, es ist jetzt eine Brücke. Und eine Brückensanierung ist dann schon mal auch eine neue Herausforderung für mich auch selbst. Ja. Seit 20 Jahren ist er im Baugeschäft. Pro Jahr betreut er 3 Baustellen am Flughafen. Das Wichtigste bei jeder Baustelle, die Absperrung. Wir nehmen jetzt hier diese Rollbrücke Ost außer Betrieb. Das heißt, der ganze Verkehr muss dann über die Rollbrücke West zum Terminal rollen. Und dafür müssen wir auf diesen ganzen Abrollwegen entsprechend Vorkehrungen treffen, damit die Piloten wissen, nicht wieder über die Ostbrücke zu rollen, sondern über die Westbrücke. Erst wenn der letzte Flieger gelandet ist, dürfen sie loslegen. Der ist noch im Anflug, ja. Der 319 aus München, das soll jetzt wirklich der letzte sein. Hier rollt der letzte Flieger für die kommenden 3 Monate. Startschuss für den Baubeginn. In 90 Tagen müssen sie fertig sein. Zeitdruck gehört zum Job. Arbeiten auf den Rollwegen sind meistens nur nachts möglich. Man muss sich abends dann, wenn man daheim losgeht, schon erstmal aufraffen, sich wieder die Nacht um die Ohren zu schlagen. Aber auf der anderen Seite ist einfach diese Arbeit hier am Flughafen einfach was ganz Besonderes. Und es macht einfach riesen Spaß, hier Baustellen leiten zu dürfen. Ich mache das jetzt schon so lange, aber trotzdem immer noch mit viel Leidenschaft. So, jetzt gucken wir mal hier. Erste Aufgabe, Schilder abkleben, neue anbringen, direkt an der Landebahn. 6 Stunden haben sie dafür Zeit. Dann landen hier die ersten Flieger und die Umleitung muss stehen. Zuerst müssen sie die alte Markierung von der Rollbahn entfernen. Mit Wasserhochdruck wird die gelbe Farbe vom Asphalt weggewaschen. Wir haben uns einfach dann am Ende sichergestellt, dass ja keiner hier fälschlicherweise denkt, der Rollweg ist in Betrieb, ist eine gelbe Linie, ich kann da lang rollen, das darf auf keinen Fall passieren. Deshalb markieren sie Sperrkreuze, stellen Radabweiser auf und kleben Rollverkehrszeichen ab. Ja, sieht gut aus. Axel Konrad ist dafür verantwortlich, dass kein Pilot in die Baustelle steuert. Ein Schlepper müsste dann den Vogel wieder rausziehen. Man sieht ja, wie viele Leute hier arbeiten und da kann so viel passieren, da kann Unvorhergesehenes passieren und da sind wir immer froh, wenn dann das schon mal gut gelaufen ist. Da kann ich morgen früh beruhigt mich ins Bett legen und dann geht's los.
5 Stunden später. Die Umleitung steht. Die Nachtschicht hat Feierabend. Die Frühschicht übernimmt und startet mit den Abrissarbeiten. Axel Konrad fährt nach Hause. Ein paar Stunden schlafen. Zurück zu den riesigen Fluggastbrücken am Terminal 3. Der Autokran steht schon bereit. Der Auftrag? Abladen. 3 Fluggastbrücken, jede 36 Meter lang. So, sind wir jetzt hinten rum, dann können Sie fahren. Hinten ist ja frei. Ja. Alles im Blick hat auch Projektleiter Christian Belzer. Der Kran geht in Position. Die Kollegen vom Montageteam machen hier einen Hubsteiger zurecht, um dann den Kran einhängen zu können. Das ist ein bisschen zu hoch, um direkt dran zu kommen. Die Brücken sind so schwer wie 10 Elefanten. Zu schwer für einen Kran. Okay, ich suche ihn mal. Der alleine schafft das nicht. Da kommt noch ein zweiter Baugleicher dazu. Dann wird es im Tandem-Hub gehoben. Aber mit denen sollte es klappen. Ja. Doch eine Frage, Herr Belzer. Wo ist denn der zweite Kran? Eben kam die Frage, wo der zweite Kran eigentlich ist. Ja, dann suchen wir den. Na, da ist er ja. Leicht verspätet. Das sieht gut aus. Perfekt. Der stellt sich hier hinten hin. Die Brücken wollen sie parallel zu den Transportern aufstellen. Doch damit ist Fernfahrer Andreas gar nicht einverstanden. Weil ich muss so zurück und so raus. Ich komme da gar nicht weg. Und nun? Der Platz ist zu klein zum Rangieren. Ich bin schon gelenkig mit dem Ding, also, aber ich kann den in der Mitte nicht knicken. Ja, verstehe schon. Nee, also das sind jetzt 38 Meter. Die Idee, wenn die Brücke am Kran hängt, fährt Andreas einfach unten drunter rückwärts raus. Wenn du erst einmal drunter rausgefahren bist, können wir auch noch ein bisschen nach links schwenken und Ja, nach vorne. ganz Und dann vor. so Ja. weit wie es geht, genau. Beide Krane müssen absolut synchron arbeiten, sonst kippen sie um. Und die 500.000 € teure Brücke wäre Schrott. Jetzt wird's spannend, ja. Jetzt können wir heben. Beziehungsweise die Kollegen können heben und ich kann schön zugucken dabei. Gucken wir mal. Rechts hebt sich die Brücke schon mal. Jetzt schlägt die Stunde von Andreas. Kann er rausfahren? Der Plan geht auf. Oder wie der Kollege sagt, Einwandfrei, super lässig. Ja, schön unter der Brücke rausfahren, ohne und mit dem Führerhaus drunter zu kommen. Ein geschickter Trick der Fahrer. Schlimmer geht immer, aber das so läuft, das ist gut. Ne, ich bin zufrieden. na dann können Sie doch den Koloss aus Stahl und Glas langsam ablassen. Mittlerweile ist es 9 Uhr. Christian Belzer ist schon 24 Stunden auf den Beinen, aber zufrieden. Holzblöcke sollen den Beton schützen. Später wollen sie die Brücken ans Terminal schrauben. Im Norden tickt die Uhr. In 80 Tagen muss die Rollbrücke saniert sein. Ob sie das schaffen? Verstanden. Bauleiter Axel Konrad auf dem Weg zur größten Baustelle des Jahres. Die Sanierung der Rollbrücke Ost an der Landebahn Nordwest. Dort muss der alte Beton weg.
Das ist sehr zeitaufwendig, denn sie müssen ganz sensibel vorgehen. Schwere Geräte wie Presslufthammer sind hier verboten. Jede Erschütterung kann die 20 Jahre alte Brücke beschädigen. Wir brechen ja hier den Beton nicht klassisch ab mit einem dicken Bagger, da würden wir ja mehr kaputt machen. Also schneiden wir hier letztendlich Vierecke raus, die so knapp 2 mal 2 Meter groß sind. Und die werden dann mit dem Bagger vorsichtig rausgehoben, sodass letztendlich in der Konstruktion kein großer Schaden entsteht. 1200 Kilo wiegt eine Platte, so viel wie ein ausgewachsenes Spitzmaul-Nashorn. Die Baggerfahrer, das sind Shop-Leute. Wir sehen ja hier, wie schnell der mit seinem Bagger hier so eine Platte auflädt. Und auch das ist heute auch ein Problem auf Baustellen, noch gutes Personal zu bekommen. Also es wird immer schwieriger, ja, junge Menschen für Baustellen zu begeistern. Und so Leute wie hier der Kollege im Hintergrund, der das da im Handumdrehen auflädt, die sind leider am Aussterben, die Leute. 2000 Platten schneiden sie aus dem Beton. Jetzt beginnt die eigentliche Sanierung. Seit einer Woche ist die Rollbrücke Ost für den Flugverkehr gesperrt. Yes, second right, then left. Yes. Die Flieger müssen eine Umleitung nehmen. Tagsüber kein Problem, aber offenbar, wenn es dunkel ist. Axel Konrad bekommt eine Meldung aufs Handy. Ein Flieger hat sich gestern Abend verirrt. Offenbar kein Einzelfall. Trotz der ganzen Absperrmaßnahmen hat sich eine Maschine dann doch wieder irrtümlich auf die geschlossene Brücke zugerollt. Ja, da musste er einmal drehen und wieder zurück. Das war natürlich genau das, was wir nicht wollen. Deswegen haben wir die Absperrmaßnahmen gemacht und das gucken wir uns jetzt mal an, gleich nochmal, wie es denn da vor Ort aussieht. Müssen Sie nachbessern? Ist die Umleitung ungenau? Axel Konrad überprüft die Beschilderung. Die Randkontrolle vom Steuerflughafen 8120. Denn jeder Flieger, der hier falsch abbiegt, bremst andere aus. Das ist natürlich betrieblich schwierig, wenn jetzt ein Flieger hier noch mal drehen muss, dann noch mal einmal über die Bahn rollen muss. Dann ist ja die Bahn wieder für den Zeitpunkt, sag ich mal, für die nächste Landung schon wieder beeinträchtigt. Und dann kann es hier im ganzen Flugbetrieb auch zu Störungen kommen. Auf den ersten Blick ist alles wie geplant und umgesetzt, sagt der Bauleiter. Alles in Ordnung, Sperrkreuz, Demarkierung. Auch die Beleuchtung funktioniert. Dieser Flieger rollt richtig. Und auch der. An seinen Absperrungen kann es nicht liegen, dass sich hier Piloten verrollen. Axel Konrad ist übrigens auch Flugzeugfan. Der Job für ihn ein Traum. Ich komme ja hier aus der Region und ich war schon als Kind hier mit meinen Eltern auf der Besucherterrasse, damals noch hier am Terminal 1. Und das war schon immer was Besonderes. Und jetzt hier arbeiten zu können, hier zwischen den Flugzeugen, auch jetzt wie jetzt gerade mit dem Auto langfahren zu können und eigentlich seinen Traumberuf mit diesem Flughafen auch noch zu verbinden, das ist Weltklasse. Der Frankfurter muss zurück zur Baustelle. Dort gibt es offenbar Probleme, die den Zeitplan erheblich in Gefahr bringen. Im Süden am Terminal 3 werden heute die Fluggastbrücken montiert. "33 Flugzeuge können später am Terminal 3 andocken", sagt Projektleiter Christian Welzer. Dafür brauchen sie 41 Fluggastbrücken. Also hier an der Position haben wir 2 Fluggastbrücken dran. Wir haben teilweise manchmal auch nur eine. Das kommt je nachdem drauf an, welche Flugzeugtypen abgefertigt werden. Wenn der Flieger eine Tür hat, geht nur eine Brücke dran, bei 2. Ausnahme wäre noch der A380. Hier können wir bis zu 3 Fluggastbrücken nutzen. Bauen wir hier im T3 allerdings nicht. Solche Positionen haben wir nur im Norden. War aber geplant. Seit Corona landen nicht mehr so viele A380. Die Montage beginnt. Okay, super langsam, ja? Ja. Zuerst montieren sie die Rotunde, ein Vorbau für die Brücke. Die Rotunde sitzt.
Hier wird jetzt die Brücke befestigt. Die Verbindung zwischen der Rotunde und unserem Tunnel stellt später hier diese Verbindung dar. Die wird draufgehängt, hier kommt ein Bolzen durch und hier oben sehen wir dann das Gegenstück dazu. Die Brücke wurde von chinesischen Ingenieuren nach Vorgabe des Flughafenbetreibers gebaut. In der Brücke ist sogar hessisches Know-how versteckt. Dieses gute Stück Vordach kommt von einem Kasseler Familienunternehmen, das eigentlich in der Bahn- und Bustechnik unterwegs ist und sich hier auch in die Fluggastbrückensparte vor Ewigkeiten mal reingearbeitet hat. Und somit haben wir ein Stück nordhessische Technik auch an einer chinesischen Fluggastbrücke. Dieser Kran hat seinen Job für heute erledigt. Für die weitere Montage ist er zu schwach. Bitte einpacken und nach Hause fahren. Jetzt ist er an der Reihe, der Tadano AC 4100. Doppelt so stark wie sein Vorgänger. Damit können die Monteure die Brücke besser bewegen. Die Rotunde wurde jetzt ausgerichtet zum Tunnel, sodass der Tunnel dann, wenn er angehoben wird, gerade reinfluchtet und gerade reingehängt werden kann. Noch eine kleine Stärkung. Okay, kann losgehen. Schön. Nach 4 Stunden ist die 36 Meter lange Brücke montiert. Fehlt nur noch das Fahrgestell. Ausgefahren hat die Brücke eine Länge von 41 Metern. Im Fahrgestell steckt der Antrieb. Der bewegt die Brücke. Geschafft. Die erste von 41 Brücken steht. Damit werden wir soweit fertig. Die paar letzten Schräubchen machen die noch fest. Dann hängt die Brücke erstmal und dann schauen wir mal, wann wir sie elektrisch in Betrieb nehmen können. Das wird noch ein Momentchen dauern. Macht nichts. Wir kommen trotzdem. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Gleich mehr dazu. Doch zuerst zurück in den Norden, zur Großbaustelle an der Rollwegbrücke Ost. Mit Axel Konrad. Der ist, sagen wir es freundlich auf Englisch, pissed. Der Regen der letzten Tage hat seine Baustelle überflutet. Anstatt zu betonieren, könnten sie baden. Da sieht man schon, was dann, wenn es regnet, wieder ins Wasser von allen Seiten hier auf die Brücke reinläuft. Ne? Das ist dann halt wie so ein kleines Schwimmbecken. Ja, und dann ist es, wenn das Wasser weg ist, auch noch nicht trocken. Da muss man es irgendwie trocken bekommen. Das haben wir mit Luftdruck versucht, trocken zu bekommen. Das kostet alles Zeit und hält auf. Seit 3 Wochen müssen sie jeden Tag Wasser abpumpen und die Flächen trocken föhnen. Kann er gar nicht gebrauchen, sagt er. Ist sein Zeitplan überhaupt noch zu halten? Alles hängt jetzt vom Wetter ab. Nachmittag vielleicht noch mal Regen. Ja, 40%. Ein Zeltdach können sie nicht bauen. Das wäre fast ein Fußballfeld groß. Axel Konrad sitzt die Zeit im Nacken. Alles klar, gut, danke dir. Jo, ciao. Er braucht mehr Leute. Also wir haben jetzt noch keine 4 Wochen mehr Zeit, um hier alles fertig zu bekommen. Wir müssen noch 4000 Quadratmeter Beton einbauen. Die Beschichtung ist noch nicht fertig. Da müssen wir jetzt mit Vollgas arbeiten, quasi rund um die Uhr, damit wir das zeitlich hinbekommen. Hier auf der Brücke sind wir gerade dabei, die Beschichtung aufzubringen. Und da das eine 3-lagige Beschichtung ist, arbeiten wir da jetzt mit Hochtouren dran, um die Zeit wieder einzuholen, die wir durch das schlechte Wetter verloren haben. Erst wenn die Schutzbeschichtung auf den 4000 Quadratmetern aufgetragen ist, können sie den Beton gießen. Die Abdichtung soll verhindern, dass später Wasser ins Bauwerk eindringt und die Brücke beschädigt. Das ist halt alles individuelle Handarbeit. Du gehst halt hier nicht in Masse, ne, sondern bleibst halt extrem stark in diesen kleinteiligen Handarbeit, was einfach viel Zeit kostet.
Zeit kostet auch das Verlegen von Leitungen unter dem Beton. Die neue Rollbahn bekommt 70 neue LED-Lampen. Sie zeigen den Piloten, wo sie entlang rollen müssen. Aber wir setzen das mittig rein, das passt. Alles klar. Wunderbar. Wir tauschen ja auch die Befeuerung hier aus. Und auch die Randbefeuerung wird von Oberflur auf Unterflur getauscht. So, also insgesamt um die 100 Lampen oder Feuer, die wir dann noch in dem Zuge mit austauschen. Das wird auch alles parallel jetzt noch mitgemacht. Und es muss am Ende halt auch alles funktionieren. Ja? Also nur weil die Lampe da drin ist, heißt noch nicht, dass sie dann auch schaltungstechnisch im Tower, wenn der den richtigen Knopf drückt, dann auch funktioniert. Das müssen wir auch machen. Also da ist alles dabei von A bis Z. Die Verschalung ist fertig. Eigentlich könnte jetzt der Beton fließen. Aber ist das möglich mit der Schlechtwetterprognose für die nächsten Tage? Das A und O ist eigentlich, dass es jetzt trocken sein muss. Das ist natürlich auch schlecht, wenn wir da betonieren und dann regnet es. Aber das wird schon. Daumen drücken. Axel Konrad beobachtet aktuell noch ein Bauprojekt im Süden. Auf einer 200 Meter langen Teststrecke verwendet der Flughafen nachhaltigen Asphalt aus Cashewschalen. Der erste weltweite Einsatz von Biobitumen an einem Airport. Bitumen ist ein Bindemittel im Asphalt, damit die Kiessorten gut kleben und verhärten. Ein Abfallprodukt der Erdölindustrie, sagt Axel Konrad. Das Biobitum dagegen besteht aus Abfallresten der Cashewschale. Das ist das Besondere an diesem Cashew-Asphalt oder an diesem Bio-Asphalt, dass wir es nicht riechen können. Also dieser typische Geruch, den man vom Straßenbau her kennt, den haben wir heute hier nicht. Und wird vielleicht dann irgendwann mal den einen oder anderen Anwohner, wenn die Straße vor der Haustür gemacht wird, auch freuen. Der Bioasphalt ist vorerst nur für Autostraßen vorgesehen. Die Testphase wird 2 Jahre wissenschaftlich begleitet. Sogar eine Delegation vom Flughafen London Heathrow ist extra angereist, um sich diese Premiere anzuschauen. Interessiert aber offenbar nicht jeden. Gute Nachrichten von der Rollbrücke im Norden. Der Beton fließt. Alle 15 Minuten kommt Nachschub. Insgesamt 2,5 Millionen Kilo Beton. Brauchen sie für die schweren Flieger. Doch wenn es jetzt regnet, kann der Beton nicht trocknen. Alles wäre vergebens. Und die feinste Handarbeit umsonst. Das ist der Besenstrich, ja. Mit einem langen Besen, ja. Hier ist er frisch, der Beton, man sieht es noch. Und hier haben wir schon den ausgehärteten. Du hast hier am Ende wirklich so eine Griffigkeit, die dafür sorgt, dass der Flieger, wenn er mal bremsen müsste und es wäre vielleicht nass, dann auch wirklich eine griffige Unterlage hat. Wenn es jetzt regnen würde, würde dieser Besenstrich weggeschlemmt werden vom Regen. Und das wäre nicht das, was wir haben wollten. Deswegen brauchen wir immer gutes Wetter. Ein bisschen Tröpfeln macht nichts, aber so ein richtiger Regenschauer, der wäre schlecht heute. Sieht doch gut aus mit dem Wetter. Und an einigen Stellen ist der Beton auch schon trocken. 25 cm dick ist der Fahrbahnbelag. Entscheidend für die Sicherheit ist auch die Qualität des Betons. Dieser hier muss deutlich belastbarer sein. Ob Ihr Beton wirklich so stabil ist, wird stündlich gecheckt im mobilen Labor. Wichtig dabei der Luftporengehalt. Der Luftporengehalt ist wichtig für gewisse Eigenschaften wie Frostbeständigkeit oder auch Widerstandsfähigkeit gegen Enteisungsmittel und Salzen, die von außen einwirken können. Und das müssen wir genau überwachen, damit auch dann später der Beton die Eigenschaften hat, die wir auch haben wollen. Hat er. Und darf weiterfließen. Endlich mal eine gute Nachricht und gut für den Zeitplan. Einziges Risiko: das Wetter. Der Flughafen ist groß, manchmal kann es im Süden regnen und hier ist trocken oder umgekehrt. Ja, das kann auch mal passieren.
Damit hier bald wieder Flieger rollen und pünktlich, darf es jetzt nicht mehr regnen. Ob das klappt? Die Regentage aus dem letzten Monat, die hängen uns jetzt dann doch langsam im Nacken. Wenn ich das noch sehe, wir wollen in 3 Wochen fertig sein. Wird knapp, knappe Kiste. Optimistisch bleiben lautet die Devise. Axel Konrad fährt noch einmal zum Bioasphalt mit Nüssen. Generalprobe für die Fluggastbrücken am Terminal 3. Heute der erste Test. Die Brücken stehen, montiert und angeschlossen. Doch funktionieren sie auch? Das will Projektleiter Christian Belzer jetzt testen. So, hier haben wir jetzt den späteren Weg der Passagiere vom Brückenbauwerk rein in unsere Fluggastbrücke, die wir jetzt hier das erste Mal in voller Pracht bestaunen können, ausgefahren. Dieses Modell ist 41 Meter lang und vollautomatisch. Wir haben hier unseren Hauptsteuerschrank, wo die meiste Steuerungstechnik für die späteren Funktionalitäten der Anlage verbaut sind. Wir haben noch ein paar kleinere abgesetzte Bauteile, aber hier ist so die Haupttechnik, die dann auch die ganzen Bewegungen steuert, die wir hinterher brauchen. Ein Monteur des Herstellers übergibt die Schlüssel. Einziges Problem, die Bedienung ist in Chinesisch. So. Das haben wir gleich, sagt er und ändert die Systemeinstellung. Now I could read, but you know. Okay, perfekt. Ja, jetzt können wir das erste Mal auch selbst testen und fahren. Der Kollege war so nett, das von Chinesisch auf Deutsch umzustellen, sodass ich auch was lesen kann und sehe. Vor allem Fehlermeldungen oder wie Christian Belzer sagen würde. Das sind jetzt erstmal ganz viele Betriebsmeldungen, die erstmal alle nicht schlimm sind. Sie fährt jetzt langsam hoch, das dient der Sicherheit erstmal. Die Systeme kalibrieren sich. Wer Brücken fährt, braucht neben dem Brückengefährt natürlich einen Brückenführerschein. Die Bedienung der Brücke selbst, total einfach. Es ist alles beschriftet, was die Funktion ist, und über die Pfeile sehen wir, was die Richtung ist. Also rollt er hoch, runter, und das Vordach raus- und einfahren. Wir haben hier vorne diesen Verschwenkboden, den wir hoch und runter fahren können. Die Brücke selbst können wir heben und senken und die Kabine nach rechts und links drehen. Das ist schön beschriftet. Das Zweite, was wir haben zur Bedienung, ist der Joystick. Damit die Brücke überhaupt irgendeine Bewegung ausführt, muss ich den runterdrücken. Und dann sage ich der Brücke ganz einfach, fahr vorwärts, fahr rückwärts, dreh das Fahrwerk nach rechts oder dreh es nach links. Und dann ist es wie ein Computerspiel eigentlich. So, einmal einschalten. Und jetzt schauen wir mal, ob wir fahren können. Das Testprogramm: rauf, runter, vor und zurück, links und rechts. Und bitteschön. Test bestanden. Hersteller und Monteure sind zufrieden. Auch Christian Belzer? Die Brücke ist soweit technisch fertig. Es gibt noch kleine Restmängel, die beseitigt werden, aber im Großen und Ganzen bleibt die Brücke jetzt so bis kurz vor Inbetriebnahme des Terminals. Dann erfolgen Abnahmen durch uns und den TÜV. Und dann kann es losgehen hier mit dem Passagierbetrieb. 2026 nach Ostern ist die Eröffnung von Terminal 3 geplant. 19 Millionen Passagiere sollen hier pro Jahr fliegen. Dann müssen seine Brücken zeigen, was sie können. Endspurt an der Großbaustelle im Norden. Wird die Rollbrücke Ost rechtzeitig fertig? Die Rollbrücke ist fertig. 4000 Quadratmeter, neuer Beton, sogar mit Besenstrich. Jetzt stehen wir auf dem fertigen Endprodukt. Ja, sieht ganz gut aus. Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Eine Punktlandung. Axel Konrad kann es selbst kaum glauben.
Es war ein Kampf gegen die Natur, gegen das Wetter. Ne? Und es hat uns natürlich ganz schön zurückgeworfen. Und da läuft einem die Zeit weg. Und wir haben einen Terminplan, den wollen wir gerne halten. Und da waren in den letzten Wochen weit über 30 Leute hier am Arbeiten und haben echt dafür geschuftet. Wirklich am Ende bei Wind und Wetter, damit wir jetzt heute hier stehen und morgen früh in Betrieb gehen können. Noch sind sie nicht ganz fertig. Damit in 4 Stunden hier der erste Flieger rollen kann, müssen die Umleitungsschilder abgebaut und die alten Fahrbahnmarkierungen wieder angebracht werden. Die brauchen die Brücke wieder und die wollen ja die Rollzeiten wieder verkürzen bis zum Terminal. Und ab 5 Uhr kommt der erste Flieger. Und dann muss die Farbe, die neue Farbe, die jetzt gleich noch draufgebracht wird, muss dann trocken sein. Das Kreuz muss weg, die alte Farbe runter. Das geht hier alles noch weg, ja? Sieht auf den ersten Blick aber nicht so aus. Nee, das ist noch nicht so, wie wir es haben wollen. Also da müssen wir noch ein bisschen, man sieht ja noch den ganzen Gelbschleier, der muss noch weg. Erst wenn alle Markierungen ordentlich entfernt sind, kann er die Fahrbahn freigeben. Alles andere könnte Piloten irritieren, wäre zu gefährlich für den Flugbetrieb, sagt der Baustellenchef. Wir haben das weit verteilt hier auf 2,5 Kilometer Gesamtlänge. Insgesamt müssen wir an vielen einzelnen Stellen das machen. Und das ist halt das Aufwendige. Das ist nicht die Masse, sondern einfach, dass es so weit verteilt hier ist. Die letzten Wochen waren kräftezehrend. Auch heute Nacht geben sie noch einmal alles. Ja, ich bin schon verwässert. Nachts um 2 brauchen wir dann auch mal einen Kaffee. Ne? Die brauchen jetzt hier noch 1-2 Stündchen, bis sie mit ihrer Markierung durch sind. Dann wird es genau 4 sein, bis wir fertig sind. Dann passt das eigentlich. Ja. 3,5 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Fraport muss jedes Jahr mehr als 300 Millionen Euro in die Instandhaltung des Flughafens investieren. Zum Schluss noch eine Kontrollfahrt. Gucken, ob alles da ist, sodass wir in der Stunde dann auch ordentlich Flugbetrieb machen können. Dass hier, ja, dass die Markierung da ist, dass die Befeuerung funktioniert. Dass alles so ordentlich ist, dass wir hier einen sicheren Betrieb machen können gleich. Wir bräuchten mal die TXE-Befeuerung auf der Rollbahn Papa zum Test. Auch die neuen Lampen muss Axel Conrad testen. Wir hatten ja diesen Teil, den wir jetzt hier vor uns grün sehen, die letzten 3 Monate ausgeschaltet. Also im System sozusagen rausprogrammiert. Den haben wir heute Nacht wieder einprogrammieren lassen. Und jetzt wollen wir haben wir halt mal checken, ob das auch wirklich alles wieder schaltbar ist und auch funktioniert. Und der spannende Teil kommt gleich, wenn wir erst auf die Brücke kommen. Weil dann sehen wir den Teil, den wir auch neu gemacht haben. Ja. Passt alles. Kann losgehen. In 20 Minuten kommt schon der erste Flieger. Wir gehen jetzt von 0 auf 100 direkt in den Betrieb über. Ja. Also da gibt es keine Testphase, gar nichts. Wir fangen direkt gleich an um 5 im ersten Flieger. Der große Moment ist gekommen, für den Axel Conrad und sein Team 3 Monate hart geschuftet haben. Jetzt gern, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Hassan, hat Spaß gemacht. Geh mal lieber bis zum nächsten Mal. Das ist doch mal so. Und dafür Haben es noch pünktlich in Betrieb bekommen. Trotz wie viele Regentage, ich weiß nicht, wie viele Regentage wir hatten, aber so viele hatten wir noch nie. Gell? Ihr könnt los. wir sehen uns. Wir sehen uns auch. Ja, es ist echt immer so der Druck, der dann einem abfällt. Ne? Das ist echt so ein, das ist echt so ein Thema. Ne? Also, 3 Monate hier, jeden Tag irgendwie Zeit und Herzblut hier für diese Maßnahme investiert. Und ja, wenn es dann soweit ist, dann ist man echt happy. Ne? Und nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Projekt. Ich habe 5 Monate Nachtbaustelle. Geht es direkt weiter. Ja? Von einem zum anderen bis Ende des Jahres. Ein Highlight gibt es noch. Die erste Landung des Tages und die erste Maschine, die auf der frisch sanierten Bahn rollen wird. Diesen Moment will sich der Chef nicht nehmen lassen, trotz Nachtschicht.